Ich möchte euch in diesem Video auch noch gern meine ehrliche Meinung bezüglich den thailändischen Frauen hier kundtun. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlustisan. Vadikrap Pipi, Vadikrap Tukon. Bevor es mit meinen eigentlichen Videos wieder weitergeht, möchte ich euch heute gerne einfach dieses Video noch kurz ausstrahlen. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, auf das Feedback, was ich in meinem letzten Video bekommen habe. Ich werde doch sicherlich kurz auf ein Vorurteil, was es hier gibt, kurz drauf eingehen. Ich würde aber einfach sagen, ihr schaut euch das Video an. Ich wünsche euch dabei auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Wie ihr seht, sitze ich hier unterm schönen Mangobaum, völlig entspannt. Ich habe euch trotzdem auch in diesem Video eine kleine Arbeit zu zeigen, was ich gemacht habe die Woche. Nicht viel. Ich habe wirklich vieles von euch mitgenommen. Habe die Woche wirklich entspannt angehen lassen. Habe morgens angefangen mit einem Kaffee, habe die Tiere gefüttert. Habe dann als erstes mal meine ganzen YouTube-Kommentare beantwortet, die nicht gerade wenig waren die letzte Zeit. YouTube, ihr wisst ja, ist auch ein Hobby von mir. Umso mehr Freude hatte ich, dass ich das auch am Morgen einfach mal schön in Ruhe alles abarbeiten kann. Habe dann so langsam den Tag angefangen mit Arbeiten. Im Moment ist es gut, auch möglich, am Mittag zu arbeiten. Die Temperaturen lassen das gerade zu. Es ist nicht so heiß. Im April werde ich das sicherlich wieder ändern müssen von den Zeiten her. Jetzt im Moment auf jeden Fall kann ich den Morgen völlig entspannt angehen. Und das tut mir ganz ehrlich wahnsinnig gut. Die Arbeiten, die ich euch in dem Video kurz zeige, das ist einfach, ich habe die Mauer vorne, unsere Mauer. Und die Einfahrt, die werde ich heute noch machen, gesäubert. Normalerweise, sage ich mal, wäre das bei mir ein Tagesziel gewesen, unter normalen Umständen, so wie ich bisher gearbeitet habe. Das heißt, ich hätte eigentlich alles in einem Tag beendet gehabt. Dieses Mal habe ich einfach gesagt, nein, das kann noch ein paar Tage gehen. Habe dann jeden Tag ungefähr 2-3 Stunden mit dem Hochdruckreiniger gearbeitet. Ja, ich weiß, der verrückte Phalang, der mit dem Hochdruckreiniger durch die Gegend hüpft. Aber ja, ich kann euch sagen, auch die Arbeit hat mir riesig Spaß gemacht, aber einfach ohne Druck. Und ja, ich finde es einfach toll, wenn man dann auch sieht, was man dann gemacht hat. Und deswegen habe ich das einfach gemacht, aber einfach über mehrere Tage hinweg. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again? Ja, in meinem letzten Video ging es ja darum, dass ich ein bisschen entmutigt war oder auch müde war. Ich muss allerdings sagen, dass euer Feedback, was ihr mir da gegeben habt, wirklich tierisch gut getan hat, mich wirklich auch sehr viel zum Nachdenken angeregt hat. Und ja, es gab unendlich viele Kommentare, wirklich auch schöne Kommentare. Es waren sicherlich auch Kommentare dabei, die meines Erachtens nach nicht ganz so schön waren oder nicht so schön geschrieben waren. Aber der größte Teil, sage ich mal, der tat mir wirklich sehr gut. Und deswegen würde ich einfach jetzt sagen, ich würde gerne einfach ein paar Kommentare auch gern vorlesen und werde diejenigen auch namentlich nennen. Ich hoffe, das ist dann auch okay für euch. Das heißt aber nicht, dass ich den einen oder anderen hervorhebe, sondern schön fand ich wirklich jeden Kommentar und wirklich jeder Kommentar hat mir auch wirklich geholfen. Aber ein paar Kommentare, die haben mich wirklich auch tierisch zum Nachdenken gebracht und deswegen würde ich euch gerne diese Kommentare einfach gerne auch mal hier persönlich vorlesen. Ein Kommentar, der kam von der Andrea. Andrea hatte mir geschrieben:
Hallo lieber René, du bist so ein lieber, fleißiger und hilfsbereiter Mensch. Es ist nicht einfach, immer alles alleine zu machen. Ich kenne das auch zu gut. Lass die anderen doch reden, stelle einfach auf Durchzug. Du weißt ganz genau, was zu tun ist, und wenn mal was liegen bleibt, dann ist es eben so. Du hast so einen großen Hof und die Farm ist auch riesig und alles ist sauber und ordentlich. Nimm dir bitte die Zeit für deine Hobbys. Es ist so wichtig, was für sich selbst zu machen. Lieber René, du hast es nicht nötig, dich zu rechtfertigen. Bleib genauso wie du bist. Ich schicke dir eine dicke Umarmung. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Andrea, für den Kommentar. Der hat mir wirklich gut getan. Aber ich mache noch ein bisschen weiter. Ich werde es nicht allzu groß in die Länge ziehen, keine Angst. Dann gab es noch einen Kommentar von der Silvia. Auch da vielen, vielen lieben Dank. Sie hat mir geschrieben, also, ich würde gerne mal was von deinen Hobbys sehen oder beim Kochen zusehen oder auch bei einer Motorradtour dabei sein. Und dass man nicht alles alleine bewältigen kann, ist doch klar. Wenn es keine helfende Hand gibt, weil keine Zeit ist, kann es nicht erledigt werden und wird einfach verschoben. Ich gönne dir deine Auszeit. Wenn du mal keine Lust hast zu filmen, dann ist das so und du machst es nicht. Jetzt muss ich aber noch eins loswerden. Deine gelben Blumen, sie meint die gelben Trompetenblumen, sehen wieder so schön aus. Bleib gesund und positiv, mein lieber René. Liebe Grüße, Silvia. Auch da wirklich vielen lieben Dank. Das mit dem Film werde ich sicherlich nicht lassen, weil das ist eben auch ein Hobby. Ich mache das gern und deswegen werde ich da sicherlich weitermachen. Des Weiteren gab es einen Kommentar vom Klaus. Er hat mir geschrieben, hallo René, mach dir keinen Kopf, was andere von dir denken. Du bist ein feiner, fleißiger Kerl und arbeitest bestimmt mehr als die meisten anderen Pharangs. Also kannst du dir auch Zeit für deine Hobbys nehmen oder mal einen Tag ausspannen. Es ist nicht wichtig, anderen zu gefallen. Man muss selbst mit dem, was man tut, zufrieden sein. Leben ist das, was du daraus machst, nicht was andere wollen. Bleib wie du bist und mach einfach dein Ding. Ganz liebe Grüße, Klaus aus Pankow. An der Stelle, lieber Klaus, vielen, vielen lieben Dank auch für deinen Kommentar und für deine Hilfe bei der Wursterei. Ich denke, wir werden da sicherlich noch ein paar Mal miteinander kommunizieren. I always knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. I need you more, need you here. Ja, es gab wirklich noch unzählige, viele schöne Kommentare. Ich könnte jetzt hier stundenlang weitermachen. Wie gesagt, ich danke euch allen einfach für dieses tolle Feedback. Ihr habt mich da wirklich extrem zum Nachdenken gebracht. Eben auch dazu gebracht, das Ganze überhaupt nochmal anzuschauen, aus der Sicht eben hier in Thailand zu sein. Auch mal alle 5 gerade sein zu lassen. Oder viele haben auch geschrieben, dass ich einfach so ein bisschen den Thai-Style annehmen soll. Da habt ihr alle definitiv recht damit gehabt. Ich werde es jetzt auch in Zukunft weiterhin so machen. Ich werde einfach Arbeit auch mal liegen lassen, werde mir da auch nicht so einen großen Kopf machen, werde weitermachen, weil im Endeffekt, ich habe ja auch Spaß daran. Es macht mir einen riesen Spaß, hier im Garten in der Natur zu arbeiten. Das, was ich auch gemerkt habe durch die Kommentare, ich glaube, viele haben mir auch geschrieben, ja, du sollst dein Rentnerleben genießen. Ich glaube, vielen oder manchen war das auch gar nicht bewusst, dass ich eigentlich noch gar kein Rentner bin. Ich bin 49 Jahre alt. Ich kann also noch hier arbeiten. Das war auch mein Grund, hierher zu kommen nach Thailand in den, sage ich mal, jüngeren Jahren, um hier noch ein bisschen was bewegen zu können. Weil ich habe einfach in Deutschland und in der Schweiz, wir hatten keinen Garten. Ich habe in Deutschland in einer Mietswohnung gewohnt, in der Schweiz mit meiner Frau zusammen auch in einer Mietswohnung gewohnt. Somit hatten wir, sage ich mal, das Glück, einen Garten zu haben. Das habe ich jetzt hier. Und ich genieße es auch. Und ich genieße es auch, hier im Garten was zu machen. Deswegen, ich bin da vielleicht ein bisschen anders wie manch anderer, sage ich mal, der da irgendwo sich vielleicht in Pattaya oder sonst wo in den Großstädten sich irgendwo in, sage ich mal, europäische Viertel sich dort ein Haus kauft, eine meterhohe Mauer baut und dann vielleicht von nichts wissen will,
vielleicht auch viele, sage ich mal, Bedienstete hat. Ich bin einfach so nicht. Ich mache einfach auch gern noch viel selber was. Ich kann natürlich auch verstehen, dass der ein oder andere, wenn der da auf Hilfe irgendwie eben von, lass es Fahrer oder Haushälterin und sonst was in Anspruch nimmt, aufgrund der Gesundheit, dass man das gesundheitlich einfach auch nicht mehr selber machen kann. Das ist für mich völlig einleuchtend, ist dann für mich auch logisch. Aber ich bin einfach noch in einem Alter, wo ich auch noch ein bisschen was tun kann. Ich muss ja einfach lernen, mir die Arbeit dementsprechend einzuteilen, eben auch mal eine Pause zu machen, eben auch mal meinen Hobbys wieder Raum zu lassen. Und deswegen, ja, das werde ich in Zukunft sicherlich auch so tun. Es gab eben auch einen Kommentar, wo eben darauf angesprochen wurde, warum ich denn nicht irgendwie mir einfach Hilfe hole aus, sage ich mal, Kambodscha oder Laos oder wo auch immer her. Ich bin einfach ein Mensch, der gern so denkt, lieber beschäftige ich hier lieber irgendwelche Menschen aus dem Dorf, die haben da mehr davon. Ich unterstütze auch lieber die kleinen Läden bei uns im Dorf. Da habe ich einfach meiner Meinung nach viel mehr davon oder tue den Leuten auch mehr Gutes, als wenn ich mir da jetzt irgendwoher irgendwelche, sag ich mal, Billigkräfte hole. Muss ich einfach nicht haben. Und wie gesagt, ich brauche auch einfach nicht unbedingt Hilfe. Klar, es gibt, wie gesagt, Aktionen. Ich habe jetzt auch eine Aktion geplant, eine kleine Unkrautschneideraktion wieder, wo ich mir auch, sag ich mal, Arbeitskräfte anheuere. Das gibt's auch, mache ich auch. Gibt aber auch vieles eben, was ich alleine machen kann. Und das, was ich alleine machen kann, das mache ich auch gern. Ich bin da einfach nicht der Typ dazu, der da jetzt irgendwo unzählige Angestellte, sag ich mal, anheuert. Ich brauche keinen Fahrer, ich brauche keinen Koch, ich kann selber kochen. Also ja, für was brauche ich so viele Leute? Klar, wir haben den Luxus hier, eine Haushälterin zu haben, die mir da hilft. Da einfach aus dem Grund, weil ich nicht derjenige bin, der, sag ich mal, gern putzt. Ich bin keine Hausfrau, ich bin einfach ein Handwerker. Ich habe gern eher was Technisches zu machen oder halt einfach mit Maschinen zu arbeiten. Das bereitet mir mehr Freude. Oder eben im Garten zu arbeiten, das bereitet mir mehr Freude. Deswegen haben wir klar den Luxus von einer Haushälterin, die mich da unterstützt, aber die rein nur das Haus einfach ein bisschen sauber hält, die Wäsche waschen und so weiter. Das erledige ich alles selbst, reinige auch selber meine Küche, wenn ich da was dreckig gemacht habe. Ich wische auch sicherlich hier und da mal noch nach oder reinige selber auch die Fenster. Für solche Arbeiten bin ich mir einfach nicht so schön. Und wie gesagt, ich bin einfach der Meinung, bin auch noch in dem Alter, wo ich das tun kann. Denkt da, ja, das ist jedem auch seine eigene Meinung. Und wie gesagt, bei den Menschen, die gesundheitlich das einfach nicht mehr machen können, da sehe ich das auch vollkommen ein und ja, bin aber einfach auch der Meinung, dass man selber auch noch was tun kann. So am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Aus dem Grund habe ich da auch dieses Anfangsbild ausgewählt, ob man hier in Thailand auch ohne Bedienstete auskommen kann. Meiner Meinung nach ja. Das hat ja auch ein bisschen was. Ich kann euch eine Geschichte erzählen. Ich habe jetzt auch eben diese Woche, ich habe, sag ich mal, nur die Mauer vorne gereinigt, war aber trotzdem auch diese Woche gut beschäftigt. Wenn man sich nicht vor Arbeit scheut und auch noch arbeiten kann, dann kann ich das tun. Zum Beispiel kam eben auch wieder ein Anruf vom Neffen, der mich gefragt hat, ob ich helfen kann, bei unserem gemeinsamen Freund zusammen den Reis, den getrockneten Reis aufzunehmen, in Säcke abzufüllen, weil es war ein Regen angekündigt. Ich habe da auch wieder nicht Nein gesagt, bin da hingegangen. Letztendlich aus einem Freund wurden 3 Freunde, die auch ihren Reis aufnehmen wollten und den Säcke abfüllen wollten. Bin dann natürlich dann hingegangen und habe da geholfen. Wir haben dann zum Schluss noch am Abend einen wunderschönen Abend verbracht, haben alle zusammen gegessen. Das sind auch eben Dinge, die ich mir jetzt rausnehme, weil das für mich einfach auch, das, sag ich mal, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, für mich auch ein Teil von Integration ist und von Verwurzelung hier im Dorf. Und das mag ich einfach. Ich mag mich auch mit den Leuten unterhalten können.
Nur so kann ich auch vernünftig die Sprache lernen, schnell lernen oder viel schneller lernen. Das sind alles Dinge, die, wenn ich irgendwie nur Bedienstete um mich rum habe, die ja, mir dann alles abnehmen und ich dann auch nichts alleine mache, dann bin ich einfach der Meinung, dann kann man sich hier einfach auch nicht so gut integrieren. Und das habe ich hier schon immer so gemacht. Ich helfe bei irgendwelchen Dorfaktionen mit. Ja, das ist für mich einfach normal. Ich denke, das sollte jeder auch ein bisschen Intus haben, egal welches Land er geht, dass er sich da ein bisschen integrieren muss oder sollte. Und dementsprechend brauche ich da einfach auch nicht viele Leute um mich rum, die mir denn wirklich alles an den Tisch bringen. Ich mache einfach gern noch was selbst und ja, mir bereitet es einfach Freude. It's hard, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Ich möchte euch in diesem Video auch noch gern meine ehrliche Meinung bezüglich den thailändischen Frauen hier kundtun. Ich habe auch den ein oder anderen Kommentar leider lesen müssen. Manche Kommentare habe ich ausgeblendet, die, sage ich mal, ein bisschen unter der Gürtellinie waren oder, sage ich mal, auch stark gezielt darauf haben, die thailändischen Frauen hier schlecht zu machen. Ich möchte mich davon einfach gern distanzieren von dieser Meinung. Möchte auch, dass sowas einfach, sage ich mal, auf meinem YouTube-Kanal einfach nicht kundgetan wird, weil ich da einfach komplett anderer Meinung bin. Ich bin einfach der Meinung, es gibt gute Menschen, es gibt schlechte Menschen überall auf der Welt. Es gibt nicht nur schlechte Frauen hier in Thailand, es gibt auch schlechte Frauen, egal wo auf der Welt. Und deswegen möchte ich einfach, dass solche Kommentare, die gezielt gegen thailändische Frauen gehen, wie schlecht sie doch sind, dass sie Männer ausnehmen und so weiter, davon möchte ich mich einfach gern distanzieren. Und ich werde auch weiterhin solche Kommentare auf meinem YouTube-Kanal ausblenden, weil ich einfach der Meinung bin, dass sowas auf solche Plattformen einfach nicht dahin gehört. Das sind immer wieder Themen, die ich auch manchmal höre, deswegen umgebe ich mich eigentlich, sage ich mal, relativ wenig oder sehr wenig mit Ausländern oder mit Europäern hier. Bin eigentlich froh, wenn ich mehr mit den Thais zu tun habe, als mit den Ausländern. Das mag zwar hart klingen, aber das ist einfach so. Als Beispiel, es gibt bei uns die nächste Ortschaft, nächste größere Stadt hier, da gibt es ein europäisches Restaurant. Da gehe ich auch hin und wieder mal hin, um, sage ich mal, irgendwie einen Schnitzel mit Pommes oder so zu essen oder eine gute Pizza mal zu essen. Das ist aber sehr selten und wenn ich da hingehe, dann setze ich mich oft allein an den Tisch. Warum? Ich bin da schon oft auch eingeladen worden, mich an den Stammtisch da zu setzen. Da sind Schweizer dabei, da sind Engländer dabei, da sind Deutsche dabei. Es ist wirklich bunt gemischt. Oftmals sind die Themen, die dort aber besprochen werden, alle unter der Gürtellinie, auch teilweise nicht gerade schön gesprochen über thailändische Frauen. Und das ist unter anderem auch ein Grund, warum ich mich eben nicht gern mit Europäern oder Ausländern hier umgebe. Das brauche ich alles nicht, weil ich einfach eine ganz andere Meinung davon habe. Ich bin einfach der Meinung, die thailändischen Frauen hier, die sind sowas von fürsorglich. Es sind ganz gute Frauen, sind sehr fleißig. Und es sind nicht auch bloß die Frauen, es sind auch die Männer hier. Aber ja, es wird einfach oft auf thailändische Frauen geschossen. Und das ist meines Erachtens nach einfach nicht richtig, weil, ich sag mal, die europäischen Frauen können sich einiges von den thailändischen Frauen hier abschneiden. Die sind wirklich gut und schlechte Frauen, die gibt es überall. Man muss einfach nur richtig suchen. Ja, das möchte ich euch einfach nur kurz noch sagen. Das ist ganz sicher nicht so, wie es manchmal hier in den Kommentaren dargestellt wurde. Das möchte ich einfach auf meinem Kanal nicht so sehen. Ich zum Beispiel habe eine tolle Frau, eine ganz tolle Frau, eine absolut fürsorgliche Frau. Egal, wenn sie hört, ich habe wieder Kontakt mit Schlangen gehabt oder mit anderem Getier hier. Sie macht sich da immer riesige Sorgen darüber, dass mir irgendwas passieren könnte.
ist auch immer um mich besorgt, dass ich ja nicht zu viel arbeite. Ja auch, sie bremst mich oft wirklich aus und sagt, mach einfach ein bisschen weniger, nimm dir einfach Leute, die dir helfen. Aber es ist eben gerade zu der Zeit nicht so einfach. Aber sie ist immer wirklich sehr, sehr besorgt um mich. Auch dafür möchte ich vielen lieben Dank sagen an meine Frau, die mich da wirklich auch unterstützt und sich auch absolut Sorgen um mich macht. Und da bin ich auch glücklich drüber. Wir telefonieren da tagtäglich und ja, sie unterstützt mich da in jeglicher Richtung und macht sich riesige Sorgen auch um mich. Also meine Frau, die Vorurteile, die manche da haben, da kann ich bloß widersprechen. Das ist bei meiner Frau definitiv anders. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to. Mich haben auch unzählige private Nachrichten erreicht, sei es per E-Mail oder per WhatsApp. Ich möchte auch an die Leute, die mir da geschrieben haben auf dem Weg, vielen, vielen Dank sagen. Das hat mir auch gut getan. Auch an dich, lieber Günther, vielen, vielen lieben Dank. Deine WhatsApp-Nachricht, die hat mir mehr wie gut getan. Das hat mich auch nochmal zusätzlich zum Nachdenken angeregt und ja, auch da vielen, vielen lieben Dank. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ich möchte euch auch noch kurz erzählen, dass ich den Grund meiner geringen Legeleistung von meinen Hühnern mittlerweile herausgefunden habe. Es ist jetzt die letzte Zeit kein Vogel mehr reingekommen. Die Mauser ist durch. Also an der Mauser hätte es auch nicht mehr liegen können. Die Regenzeit ist auch durch. Habe jetzt aber den Grund gefunden. Ich habe den Tag, als ich morgens rausgefahren bin zur Farm, wollte ich die Eier einsammeln. Habe dann einen Strohbüschel angehoben, um dort auch noch nach Eiern zu suchen. Habe dann gerade noch so im Augenwinkel gesehen, dass sich da was bewegt. Habe dann erstmal den Strohbüschel wieder fallen lassen. Habe dann gesehen, dass da drunter eine Schlange war. Ich kann euch nicht sagen, was es für eine Schlange ist. Ich weiß nur, sie ist hochgiftig. Wenn man da das nicht rechtzeitig schafft, ins Krankenhaus, ins Spital zu gehen, dann kann das auch tödlich enden. Die Schlange heißt hier Ngu Pao. Ich werde euch da oben dann mal ein Bild dazu einblenden. Es war dann auch nicht bloß eine Schlange, es war in beiden Hühnerstellen waren jeweils eine Schlange drin. Ich habe beide entsorgt. Seitdem steigt meine Legeleistung um einiges an. Ich habe jetzt täglich Gott sei Dank wieder um die 40 Eier. Das freut mich, dass ich das Problem jetzt irgendwo lokalisieren konnte. Muss mir jetzt natürlich ein bisschen was einfallen lassen, wie ich den Stall zumindest untenrum noch ein bisschen mehr absichern könnte, dass da jetzt auch keine Schlange mehr denn reinkommt. Ich möchte dann jetzt so langsam dann zum Ende kommen von dem Video, weil ich denke, ihr wollt sicherlich dann auch mal wieder andere Sachen von mir sehen. Ich kann auf jeden Fall zum Schluss nur noch mal sagen, dass mich eure ganzen Kommentare, euer Feedback tierisch gefreut hat, mich total gepusht hat. Ihr könnt natürlich auch in Zukunft, sage ich mal, meine Stimmung dementsprechend beeinflussen, indem ihr mich weiterhin fleißig mit den Kommentaren auch unterstützt, mir Mut zusprecht oder mir auch sagt, was ihr sehen wollt. Oder ja, das freut mich immer tierisch und motiviert mich extrem. Freut mich dann einfach auch, wenn ich sehe, dass mein Content, den ich hier betreibe, dass der auch gut ankommt. Also ja, an den ein oder anderen scheuen Abonnent, schreibt einfach. Das freut mich und motiviert mich extrem. Deswegen vielen, vielen Dank für die ganz vielen Kommentare. Ich werde definitiv hier weitermachen, aber ganz einfach mit einem ganz anderen Lebensstil, sage ich mal, den ich bereits schon umgestellt habe und das sicherlich in Zukunft auch weitermachen werde. So. Ich habe erst gestern wieder frisches Fleisch bekommen. Der nette Fleischverkäufer, der, sage ich mal, unsere Familie auch sehr nahe steht, der kommt immer zum Neffen. Der hat auch von meiner Nürnberger Bratwurst probiert. Der war davon völlig begeistert. Ich habe 5 Kilo geordert. Er hat mir 6 Kilo gebracht. Er wollte eigentlich, dass er mir die 6 Kilo schenkt und ich ihm dafür ein paar Würste mache. Das habe ich natürlich nicht gemacht.
Ich konnte mich dann zumindest mit ihm so einigen, dass ich 5 Kilo gekauft habe, 1 Kilo kostenlos bekommen habe. Ja, dafür auch nochmal vielen lieben Dank. Das heißt, Wurst habe ich jetzt genug im Kühlschrank liegen. Die werde ich jetzt heute noch vorbereiten. Am Wochenende möchte ich neue Würste machen. Habe auch schon wieder einen Darm bestellt. Habe mir auch nochmal eine andere Maschine zum Wurstabfüllen gekauft. Ich hoffe, dass die Maschine ein bisschen besser ist wie meine kombinierte Maschine, die ich da habe. Ich werde euch da sicherlich auch ein Video darüber machen. Möchte aber da jetzt noch warten, dass, wenn die neue Maschine kommt, dass ich mich da ein bisschen drin einarbeiten kann. Dann mache ich euch da sicherlich auch mal ein Video davon. Werde euch aber sicherlich nicht verraten, was ich an Gewürze alles verwende, weil ihr wisst ja, das gibt einfach Geheimnisse unter den Köchen und das ist einfach die Gewürze und was man dort alles verwendet. Aber ich denke, ein bisschen was davon kann ich euch dann sicherlich zeigen. Also das geht hier sicherlich auch weiter. Ich habe auch hier und da noch Arbeiten eben, die ich alleine machen kann in der Zeit, wo hier keine Hilfe im Moment verfügbar ist. Das werde ich euch auch zeigen. Und dann kommt sicherlich das ein oder andere Interessante auch mal wieder mit meinen Pilzen, mit meinem Pilzregal, wenn ich da denn endlich angehen kann. Aber im Moment habe ich einfach noch Dinge, die ich gern machen möchte, die ein bisschen eine höhere Priorität haben. Die Pilze laufen mir nicht weg, ist aber sicherlich auch ein Hobby von mir und das werde ich auch wieder nachgehen. Blend euch auch noch mal kurz von einem schönen Tag, den ich in dieser Woche hatte, von unserer Farm ein. Da gab es eine kleine Familienfeier, sage ich mal, oder einfach einen kleinen Barbecue-Tag, wo wir Fische mit dem Netz gefangen haben, sind einfach schön zusammengesessen, haben schön zusammen gegrillt, gegessen. Da blende ich euch einfach ein paar kurze Bilder von ein noch. Dann seht ihr, dass es mir die Woche ganz sicher gut gehen lassen habe. Und ja, ist einfach eine gute Mischung aus Arbeit und Freizeit und Hobby gewesen. Deswegen sage ich jetzt einfach zum Schluss nochmal vielen, vielen Dank für die vielen Kommentare. Und ich sage tschüss und bis bald. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir sehen uns sicherlich wieder. Euer René aus Thailand. It's almost like I can't stop. Yeah, yeah.